Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute seht ihr das Review zur Cyclo DSi Evolution. Dies ist eine Nintendo DS Flashkarte, welche von Team Cyclo herausgebracht wurde. Angekündigt wurde sie im Jahre 2010, erschienen ist sie jedoch erst 2011. Diese Karte zeichnet sich im Gegensatz zu anderen Karten damit aus, dass sie als tatsächlich einzige Karte den Nintendo DSi-Modus unterstützt, wie man auch am Namen erkennen kann. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass Spiele, welche im DSi-Modus laufen, mehr RAM und Prozessorleistung zur Verfügung haben und auf 3DS- und DSi-Kameras zugreifen können. Alle Spiele, die von Nintendo als DSi Enhanced oder DSi Only Spiele herausgebracht wurden, unterstützen eben diesen Modus. Und während man auf Flashkarten wie der Supercard DS2 nur diese Spiele im DS Lite-Modus starten konnte, funktioniert das mit dieser Karte eben im DSi-Modus. Leider ist Team Cyclo, welche diese Karte produziert hat, ein halbes Jahr nach Erscheinen der Karte spurlos verschwunden. Und aufgrund dieses Alters und der Tatsache, dass die Karte logischerweise nicht mehr produziert wird, ist sie nur noch sehr schwer zu finden. Ich habe die Karte bei Shop01 Media bestellt, welche mir dankenswerterweise für dieses Review einen Rabatt gegeben haben. Vielen, vielen Dank noch einmal dafür. Kommen wir also zum Verpackungsdesign. Im Gegensatz zu ihren Konkurrenten wie der Supercard DS2 Plus besteht die Verpackung der DSi Evolution komplett aus Metall. Und das gibt der Karte einen sehr hochwertigen Charakter und zeigt auch, dass sich das Team auch bei der Verpackung Mühe gegeben hat. Und somit merkt man schon die Hochwertigkeit der Karte beim Entpacken. Wenn man sich die Rückseite ansieht, sieht man die offiziellen Funktionen. Interessanterweise wird die DSi-Modus-Kompatibilität nicht angegeben, sondern nur die Standardfunktion, welche eigentlich jede Top-Flash-Karte haben sollte. MicroSD-HC-Karten werden bis 32 GB unterstützt. Mehr braucht man für die Spiele sowieso nicht. Und auf der Vorderseite sieht man die Evolution des Menschen und der letzte Schritt ist durch das Ei der Cyclo DSi Evolution ersetzt. Insgesamt ist das ein sehr gutes Design, wie ich schon erwähnt habe, und wenn man das mit der DS2 vergleicht, ist die Packung zwar etwas kleiner, aber eben wegen ihrem Metallfaktor trotzdem lobenswert. Schauen wir uns also mal den Inhalt an. Geöffnet werden kann die Box relativ leicht und man wird von einer Einlage begrüßt, welche halbtransparent ist. Und durch diese Einlage sieht man die mitgelieferten Teile schon durch. Einmal begrüßt uns hier der Micro-SD-Kartenleser, der einen sehr billigen Eindruck macht. Ich würde diesem Ding meine Micro-SD-Karten nicht anvertrauen, da er auch nicht viele besondere Teile enthält. Außerdem ist er sehr langsam. Also wenn ihr wirklich einen extra Kartenleser habt, würde ich diesen anstatt den nutzen. Wenn ihr keine Alternative habt, sollte der auch im Notfall funktionieren. Danach finden wir hier den Update bzw. Flash-Dongle. Die Cyclo DSi Evolution wird ohne Firmware mitgeliefert, womit sie 100% legal ist. Und damit ihr sie flashen könnt, müsst ihr 2 Spiele für die Firmwares raussuchen und diese mit der Karte flashen. Und wie das genau funktioniert, verlinke ich euch auch nochmal in der Beschreibung. Und dann findet man hier das Herzstück, die Cyclo DSi Evolution. Kommen wir also in der Nahaufnahme zum Design der Karte. Der Sticker zeigt das Cyclo DSi Evolution Logo, welches man auch schon auf den Deckel gefunden hat. Wenn man die Karte etwas gegens Licht hält, sieht man eine kleine Ausstellung in dem Sticker. Hinter dieser versteckt sich ein FPGA, welcher die Karte für den DSi-Modus funktionstüchtig macht. An der rechten Seite sieht man einen Spaltmaß, welchen ich leider trotz Drücken nicht wegbekommen habe. Er stört allerdings weder beim Reinschieben in den Nintendo DS noch beim Anfassen, also er hat keine scharfen Kanten oder so. Das Plastik fühlt sich generell sehr hochwertig an und fühlt sich auch nicht an, als würde die Karte auseinanderfallen. Genau, auf der Rückseite sieht man den Micro-SD-Slot. Dieser ist im Gegensatz zu dem der DS2 ohne Feder. Das heißt, man steckt die Micro-SD-Karte einfach ohne weiteres zu tun in die Flashkarte und zieht sie danach mit dem Fingernagel wieder raus. Dies hat den Vorteil, im Gegensatz zur DS2, dass sich die Haltbarkeit der Karte verlängert. Bei der Supercard DS2 ist die Feder bei einigen Leuten kaputt gegangen, sodass sie die Flashkarte nicht mehr weiter nutzen konnten. Die Kontakte auf der Rückseite sind üblicherweise sehr lang und auch alle Stege zwischen den Kontakten durchgezogen. Vor allem bei allen R4-Modellen sind nur die letzten beiden Stege vorhanden und die Kontakte sehr kurz. Dies führte zu Kontaktproblemen, sodass man die Karte mehrmals in den DS stecken musste, bevor sie erkannt wurde. Und auf der anderen Seite sieht man nur noch eine geriffelte Einkerbung in dem Plastik. Wozu die dient, kann ich leider nicht sagen. Es könnte durchaus sein, dass sie nur zum Grip dort ist. So, das war's mit dem Design der Karte und dann geht's jetzt am DS weiter.
Und jetzt sind wir auch schon am 3DS angekommen. Aufgrund des Alters der Karte muss bei der Benutzung einiges beachtet werden. Da in den letzten Jahren keine Updates für die Karte rausgekommen sind, da das Team leider spurlos verschwunden ist, hat Nintendo die Karte auf dem DSi mit der Firmware 1.4.2 im DS Lite Modus und mit der Firmware 1.4.3 im DSi Modus blockiert. Auf dem 3DS laufen die Karten nicht mehr über Firmwares über 2.0. Und um diese Einschränkungen zu umgehen, müssen wir ein bisschen Hand anlegen. Und auf dem 3DS ist dies relativ einfach möglich, denn mit der Luma Custom Firmware kann die Karte ohne Probleme gestartet werden. Der Vorteil an der Luma Custom Firmware ist, dass man keine weiteren Dateien patchen muss, sondern die Karte automatisch aus dem Home-Menü funktioniert. Und nach dem Flashen hat die Karte im DS ein Match Assault Phantom War Icon für den DS Lite Modus. Und wenn wir die Karte starten, kommen wir nach dem Loading Screen in das Hauptmenü der Karte. Hier gibt es drei Optionen. Einmal die Möglichkeit, Spiele und selbstentwickeltes, also Homebrew zu starten. Hinter Medien versteckt sich Moonshell und dann gibt es hier die Einstellungen und sonstiges. Und hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, die Karte zu personalisieren. Und zu Switch to DSi Mode kommen wir dann später im Review. Hier kann man die Icon-Größe umändern, je nachdem wie groß man die Symbole haben möchte. Lesezeichen kann man einstellen, den Speichermodus für Spiele, falls es Kompatibilitätsprobleme gibt, ändern. Einen Batteriesparer, den habe ich allerdings noch nicht probiert und habe auch nicht gemessen, wie viel der tatsächlich einsparen kann. Die Sprachen kann man ändern, die Übersetzung in Deutsch ist sehr gut und nicht maschinell vorgenommen worden, also nicht mit Google Übersetzer oder so übersetzt worden. Hier kann man die Skins wählen und standardmäßig ist der Default Skin eingestellt und es gibt auch eine Random Skin Funktion, wo nach jedem Neustart in die Karte der Skin automatisch gewechselt wird. Ist eine ganz nette Funktion, aber ich benutze sie nicht. Mit einem Rumble Pack von Nintendo oder einer zum Beispiel EZ311 Expansion Pack kann man hier die Rumble Funktion für DS-Spiele aktivieren. Und das geht allerdings nur auf einem DS oder DS Lite, weil auf einem 3DS kein Gameboy-Slot vorhanden ist. Hier kann man die 24 Stunden nur aktivieren, die in Europa üblich ist. Hier kann man die zuletzt gespielten Spiele im Startmenü als Bookmark anzeigen lassen. Mit All Cheat Prompt wird man vor dem Spielen gefragt, ob man Cheats aktivieren möchte. Show All Files zeigt alle Dateitypen in dem Standardmenü statt nur NDS-Files. Download Delete Related Files weiß ich leider nicht, wofür das stehen soll. Enhanced Menü Buttons, damit kann man die Tastenkombinationen auswählen, womit man in das Realtime-Menü kommt, in Spielen. Mit Last Played Buttons kann man eine Tastenkombination festlegen, womit das zuletzt gespielte Spiel beim Ausführen der Karte direkt gestartet wird. Sort Ignore Number, damit werden Zahlen ignoriert, die im Namen stehen und stattdessen wirklich nur die Buchstaben sortiert. Und Game Boy Advance Support unterstützt das direkte Booten für Game Boy Spiele aus dem DS-Modus. Auch nur für DS und DS Lite Systeme. Auf Moonshell werde ich in diesem Video nicht eingehen, da es für jede Karte genau gleich funktioniert. Allerdings werde ich euch ein Video in der Beschreibung verlinken, wie ihr Moonshell benutzen könnt. Kommen wir also nun zu Spiele und Selbstentwickeltes. Hier werden wir von einem Menü begrüßt, was den Wood F4-Kerneln ziemlich ähnlich sieht. Und hier sieht man die Ordner und ROMs. Und wenn man nun ein Spiel auswählt, kann man über den Menü-Button verschiedene Operationen mit dem Spiel ausführen. Einerseits kann man Dateimanagement erledigen, das heißt, man kann Dateien kopieren, verschieben oder löschen. Mit dem Info-Menü kann man Dateien zu der ROM bzw. Informationen zu der ROM anzeigen lassen. Mit Set as Bookmark könnt ihr eure Lieblingsspiele als Lesezeichen setzen und mit Enable Cheat findet man Cheats zu dem jeweiligen ausgewählten Spiel. Ich habe jetzt hier nicht mehr als Cache und dann könnt ihr in Settings einen Realtime Save Slot kreieren. Im Gegensatz zur DS2 müsst ihr bei jedem Spiel, in dem ihr Realtime Save benutzen wollt, selbst vor dem Starten eine Datei erstellen, damit diese benutzt werden kann. Andererseits ist in dem Ingame-Menü Realtime Save deaktiviert. Hier kann man Speicherplätze für die Spiele wählen, das heißt, man kann verschiedene Speicherplätze komplett trennen und die Speichergröße auswählen. Standardmäßig ist dies auf automatisch eingestellt.
Schauen wir uns also die Spielekompatibilität etwas genauer an. Zum Testen nehme ich hier Mario Kart DS und in dem Menü hat man nun unter Settings die Möglichkeit, einen Realtime-Save-Speicherstand zu erstellen, falls dies noch nicht geschehen ist. Ich habe das schon getan und dementsprechend muss ich das nicht extra tun. Falls man ein Spiel schon mal einmal mit einer Datei gestartet hat, wird die Datei immer erhalten bleiben, es sei denn man löscht sie von der Speicherkarte. Das heißt, man muss nicht immer in das extra Menü. Und bei Select Cheats kann man jetzt bei Bedarf alle Cheats aktivieren, die man möchte. Und dies ist dann auch im Menü möglich. Wenn ich nun A drücke, werde ich aufgrund der Option All Cheat Prompt in den Einstellungen gefragt, ob ich Cheats nochmal aktivieren möchte. Und da ich dies nicht möchte, verneine ich dies. Und nach einem kurzen Ladescreen wird dann das Spiel gestartet. Und mit der Tastenkombination, die standardmäßig L, R, A, B, X und Y ist, kommt man in das Realtime-Menü. Dies hat interessanterweise ein Cyclo DS Evolution Skin. Und hier hat man nun verschiedene Möglichkeiten, die man wählen kann. Einmal zurück zum Spiel, dann Zeitlupe und Realtime Save speichern oder laden. Dann kommt man hier auch noch zurück zum Hauptmenü und damit kommt man in das Hauptmenü der Karte. LCD-Helligkeit geht nur beim DS Lite und Mogul Cheats habe ich am Anfang deaktiviert und dementsprechend ist es ja ausgegraut, aber es ist möglich, die im Spiel zu ändern. Und dann schauen wir uns erstmal die Zeitlupenfunktion an. Hier gibt es verschiedene Geschwindigkeiten, die man auswählen kann. Einmal 50%, ein Drittel bzw. 33% und 25%. Und ja, je nachdem wie man das einstellt, wird das Spiel schneller oder langsamer. Probieren wir mal 50%. Und man sieht schon, dass die Animationen langsam ablaufen. Und wenn man das mit der DS2 vergleicht, ist mir zumindest aufgefallen, dass es durchaus weniger Sound- und Grafikbugs gibt. Also das ist lobenswert. Gut, dann deaktivieren wir die Zeitlupe mal und erstellen ein Realtime Save State. Und das dauert dann kurz. Und wenn wir nun in ein beliebiges Menü gehen und die Tastenkombination wieder nutzen und Realtime Laden wählen, landen wir wieder an dem Punkt, den wir erstellt haben. Und ein Kritikpunkt hierbei ist, dass im Gegensatz zur DS2 die Realtime-Speicherstände, die man erstellen kann, jeweils nur eins betragen. Das heißt, man kann immer nur einen gleichzeitig haben und während man bei der DS2 4 haben kann. Also das ist nicht ganz so gut, aber ja, man kann sich da sicherlich dran anpassen. Und ja, mit L, A, B, X und Y und zurück zum Hauptmenü kommt man nach einer kurzen Ladezeit ins Hauptmenü der Karte. Und im Vergleich zur DS2 und allen R4-Karten geschieht es hier ohne aufblitzende Bildschirme. Dies ist sehr lobenswert und gibt der Karte ein gut entwickeltes Gefühl. Also es fühlt sich so an, als wäre die Karte wirklich perfektioniert worden. Wenn man nun im DS Lite Modus DSi-Spiele starten möchte, funktioniert das auch problemlos. Allerdings laufen die Spiele dann nur im DS Lite Modus ohne die erweiterten Funktionen. Und bei schwarzer Edition 2 ist noch das Problem, dass ähnlich wie bei der R4 Dual Core von R4i sdhc.com.cn mit Woodkernel die XP-Bugs auftreten. Das heißt, dass man keine XP-Punkte bekommt und man kann die Spiele patchen und die Anti-Piracy-Patches sorgen dann dafür, dass auch auf diesen Karten das funktioniert. Für die schwarze und weiße Edition 1 funktioniert das allerdings problemlos. Schauen wir uns also nochmal die Homebrew-Kompatibilität an. Homebrews werden sowohl in den FAT als auch in den NitroFS-Dateisystemen-Varianten unterstützt. Und starten wir zum Beispiel mal GameJob. Dann kann man hier die Spiele starten, also das heißt, DLTI funktioniert ohne extra Patching. Und die Quiet to Launcher Funktion hier bringt einen allerdings nicht in das Menü der Karte, sondern in das Hauptmenü des DSi oder 3DS. Und ja, der DS Lite schaltet sich, wenn man die Funktion nutzt, einfach aus. Kommen wir also zu dem Punkt der Karte, die Karte für Leute, die sie jetzt noch kaufen möchten, halbwegs interessant macht. Und zwar den DSi-Modus. Und wie gesagt, in den Einstellungen kann man zwischen dem DSi und dem DS Lite Modus wechseln. Und die Kompatibilität wird dadurch gewährleistet, dass Cyclo DS einen Exploit in einem
DSi-Spiel vorinstalliert hat und diesen dann ausnutzt, während das Spiel startet. Und ja, über dieses Spiel kann man dann praktisch die Spiele starten. Und bei den DSi-Spielen muss man einiges beachten, genauso wie beim Starten der Karte heutzutage. Und zwar sind einige DSi-Spiele, die im Netz herumkursieren, nicht richtig gedumpt. Sie enthalten nur den DS-Lite-Teil, aber nicht den DSi-Teil. Und das zeigt die Karte auch an und das schauen wir uns dann erstmal an. Und wenn wir hier praktisch die Karte wählen, sagt er ihm, was er jetzt gemacht hat, also dass er jetzt in dem DSi-Modus ist. Und dann muss man einmal kurz den Power-Button drücken, warten bis der DSi oder der 3DS neu startet und beziehungsweise wieder ins Menü kommt. Und wie man sieht, hat die Karte nun ihr Spiel gewechselt und sie hat in der europäischen Version jetzt mein Kochcoach und genau von Ubisoft. Wenn man dieses nun startet, kommt man erst kurz in das Hauptmenü des Spiels, beziehungsweise in den Ladescreen des Spiels, und dann wird allerdings die Cyclo DSi Evolution gestartet. Und nun habe ich ein paar ROMs aus dem Internet zusammengekratzt, die relativ schwer zu finden sind. Und die ganzen Spiele, die hier sind, unterstützen den DSi-Modus offiziell. Und alle hier gezeigten ROMs unterstützen eben nicht nur den DSi-Modus, sondern sind auch laut den Szenengruppen offiziell mit den DSi-Teilen in der ROM gedumpt. Aber aufgrund der Kompatibilitätsprobleme, die die Cyclo DS mit den Spielen hat, funktionieren eben nicht alle. Deswegen testen wir mal so die wichtigsten und bekanntesten Spiele, die den DSi-Modus unterstützen, durch und schauen mal, wie das so funktioniert. Starten wir als erstes Art Academy. Und das Spiel funktioniert an sich. Und man kann es auch problemlos nutzen. Allerdings ist bei einigen, beziehungsweise sogar bei sehr vielen DSi-Spielen der Fall, dass man mit der LR-ABXY-Tastenkombination kein Soft-Reset durchführen kann. Das heißt, man muss wieder den DS neu starten und das nächste Spiel wählen. Und um nochmal kurz auf das Thema DSi-Teile in den ROMs zurückzukommen, die Cyclo DSi Evolution meldet sich, wenn sie der Meinung ist, dass das Spiel nicht richtig gedumpt wurde. Und wenn die Cyclo DSi das sagt, dann ist dies auch wahrscheinlich der Fall. Ich werde hier auch kurz ein Screenshot einblenden. Und wie gesagt, wenn ihr dann seht, dass dieses Spiel eben den DSi-Teil nicht hat, müsst ihr das im DS-Lite-Modus starten. Oder ihr ladet euch eine andere ROM, die dann diesen Teil integriert hat. Und als nächstes testen wir Chronicles of Mystery, The Secret Tree of Life. Und das Spiel startet auch ohne Probleme. Also wenn es startet, könnt ihr aber ziemlich sicher sein, dass es in-aim kompatibel ist. Dass das Speichern und so weiter funktioniert. Und hier funktioniert Soft Reset leider nicht. Dann Classic World Games. Und das funktioniert auch ohne Probleme. Und Soft Reset funktioniert ja leider nicht. Dann testen wir als nächstes Club Penguin. Im Menü sieht man, dass bei DSi-Spielen es nicht möglich ist, RTS zu benutzen, wenn man in das Realtime-Menü kommt. Also im Prinzip kann die Cyclo DSi keine Realtime-Spielstände von DSi-Spielen erstellen. Und hier kommt man in dem Spiel in das Realtime-Menü. Also das Spiel funktioniert ohne Probleme. Und das Einzige, was man im DSi-Modus dann machen kann, ist zurück zum Spiel kommen, die Zeitlupe einstellen und zurück zum Hauptmenü. Cheats für manche Spiele existieren, also cheaten geht auch noch, wenn es für die Spiele Cheat-Codes gibt. Dann schauen wir uns die Kunst des Mordens an.
Und hier lädt das Spiel ohne Probleme. Und es funktioniert leider kein Soft Reset. Dann schauen wir uns Lost Identities an. Und das Spiel läuft ohne Probleme. Und hier funktioniert der Soft Reset leider auch nicht. Kommen wir nun zu Mario vs. Donkey Kong 1, Mini Land Mayhem. Und das ist eine ROM aus den Vereinigten Staaten. Und nach dem Ladescreen des Spiels, also das Spiel die Speicherdaten initialisiert, endet das Spiel mit einem Blackscreen. Und logischerweise funktioniert auch das Soft Reset nicht mehr. Also dieses Spiel ist mit dem DSi-Modus nicht kompatibel. So, kommen wir also nun zu der schwarzen Edition von Pokémon. Und wie man bei diesem bekannten Spiel eigentlich erwarten sollte, funktioniert es einwandfrei. Zumindest das Starten. Allerdings, wenn wir das Spiel starten, bekommen wir dann gleich den Firmware-Bug der Cyclo DSi Evolution zu spüren. Und zwar seht ihr hier unten an der orangen LED, dass ich die Drahtlosfunktion des DS aktiviert habe. Wenn ich nun allerdings das Spiel starten möchte und er mich fragt, ob ich den C-Gear aktivieren möchte, dann meint das Spiel meint, dass die drahtlose Verbindung deaktiviert ist. Und das ist ein Bug in der Cyclo DSi Evolution. Die Firmware erlaubt aktuell kein Spiel mit WLAN und leider wird es auch für eine Ewigkeit so bleiben, da das Team inzwischen verschwunden ist. Allerdings sieht man gleich hier auf dem Touchscreen sieht man zeigen diese drei Balken die Batterieanzeige an. Und also im DS-Modus, da zeigt der nur 2 Balken an und im 3DS und DSi-Modus 3 Balken, da die DSi-Spiele Zugriff auf die Spannungswerte der Batterie haben und das kann beim DS zweistufig passieren und beim 3DS eben dreistufig und dementsprechend wird das hier auch dreistufig angezeigt. Also daran sieht man unter anderem, dass sich das Spiel im DSi-Modus befindet und damit laufen dann auch die Kämpfe bzw. die Fights zwischen den einzelnen Pokémon und den einzelnen Trainer laufen dann flüssiger. Vor allem, wenn es gerade mehrere Pokémon auf einem Bildschirm sind, also Multikämpfe. Und Soft Reset funktioniert im DSi-Modus leider nicht. Sonic Classic Collection. Und das startet und Soft Reset funktioniert leider nicht. SpongeBob's Boating Bash. Startet ohne Probleme. Und hier funktioniert auch kein Soft Reset. Das Videospiel von The Biggest Loser. Endet leider nur mit 2 weißen Bildschirmen. Und Soft Reset funktioniert dann auch nicht mehr. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel den Exploit von Team Salt benutzen wollt, um die CID zu dumpen und damit dann den DSi zu verschlüsseln, um ihn zum Beispiel zu downgraden, wird das mit der Cyclo DS nicht funktionieren. Das heißt, ihr müsst euch das Spiel so kaufen und die gehackte Save-Datei dann injizieren. Und zu guter Letzt für die DSi-Spieler Tron Evolution. Und es startet und hier funktioniert auch kein Soft Reset. Schauen wir uns also nochmal etwas an, was mit der Cyclo DSi Evolution möglich ist, aber was sonst normalerweise nicht geht. Und zwar DS Lite Spiele im DSi-Modus zu starten. Also die keinen DSi-Teil besitzen. Also nicht nur DSi-Spiele, die keinen gedumpt haben, sondern die wirklich nur für den DSi kompliziert wurden. Und testen wir zum Beispiel mal Trackmania Turbo.
und das startet ohne Probleme. Und hier funktioniert auch das Realtime-Menü. Allerdings ist DS-Spiele starten im DSi-Modus nicht sonderlich ideal, also beziehungsweise es ist nicht so, dass man es unbedingt nutzen sollte. Und auch wenn bei den Spielen die Ladezeiten verkürzt werden, gibt es bei vielen Spielen Grafik-Glitches. Entweder starten sie gar nicht oder sie starten eben nur mit Glitches oder hängen im Menü fest. Und generell ist es wirklich nicht empfehlenswert, weil es eben nicht kompliziert wurde für den DSi-Modus. Das heißt, ihr könnt es zwar testen, wenn ein Spiel damit einwandfrei funktioniert, könnt ihr euch über kürzere Ladezeiten freuen, aber sonst ist es nicht sonderlich empfehlenswert. Kommen wir also nun zum Fazit. Fangen wir mit den positiven Dingen an. Da wäre zum einen das Betriebssystem. Die Oberfläche ist sehr modern und aufgeräumt und Übergänge zwischen einzelnen Menüs sind glitchfrei und das schafft keine andere Flashkarte, nicht mal die DS2. Dann die Verarbeitung der Karte. Einerseits ist die Box sehr luxuriös und die Karte besteht auch aus gutem Plastik, wirkt überhaupt nicht billig und ist auch dünn wie ein Originalspiel. Die DS2 bleibt immer in dem 3DS Game Slot hängen. Das heißt, man muss sie mal manuell rausziehen, während die Cyclo DSi in dem Slot sich verhält wie ein Original DS-Spiel. Und der DSi-Modus, Einzigartigkeit der Karte ist gegeben und naja, man konnte den guten Willen vom Cyclo-Team sehen, dass sie etwas schaffen wollten, was es bisher nicht gab. Dass die Unterstützung nun weg ist, ist leider negativ. Und damit kommen wir auch zu den Kritikpunkten an der Karte. Das Team ist inzwischen komplett verschwunden. Das bedeutet, es wird keine Updates mehr geben und ungefixte Bugs wie der WLAN-Bug in Pokémon und allen DS-Spielen, DSi-Spielen bleiben bestehen. Man musste Tricks und Kniffen greifen, um die Karte auf neuen Systemen nutzen zu können. Dazu kommt der hohe Preis von 60 € und die schlechte Verfügbarkeit der Karte. Also, am Ende würde ich die Karte empfehlen. Durchaus, sie ist sehr gut und muss sich keinesfalls hinter der DS2 verstecken. Allerdings ist aufgrund der fehlenden Unterstützung die Karte nicht höher empfehlenswert als die DS2. Dementsprechend nur für Sammler oder Leute, die schon eine DS2 haben und anderes ausprobieren wollen und Nativgamer, die nicht DSi-ROMs auf Emulatoren spielen wollen. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Falls ihr irgendwie Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Und dann bis zum nächsten Video.